Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGDX Spieleprogrammierung in Java. Heute geht es um den Partikel-Editor, beziehungsweise vor allem generell um Partikel und Partikeleffekte und die sind ziemlich cool, deswegen zeige ich euch das einfach mal. Okay, was ihr braucht ist wieder mal diese LibGDX Nightly Latest, die ihr von dieser Seite bekommt. Hier ist sie. So, hier einfach mal wieder den LibGDX Nightly Latest Bild als ZIP runterladen und schon habt ihr ein ZIP-Archiv, das dürft ihr packen und dann kommt ihr in diesen Ordner rein. Okay, in diesem Ordner öffnet ihr eine Kommandozeile und jetzt unterscheiden sich die Befehle leicht unter Linux und Windows. Ich habe das Ganze mal vorgetippt hier. Ist ein ziemlich langes Ding, deswegen, na super. So, java-cp gdx.jar. Damit öffnet ihr die gdx.jar, also die hier. Und dann ein Doppelpunkt, wenn ihr unter Linux oder unter Mac seid. Wenn ihr unter Windows seid, braucht ihr hier ein Semikolon. Ganz wichtig. So, dann das nächste Archiv. Hier genau dasselbe Spiel. Unter Linux und Mac braucht ihr einen Doppelpunkt, unter Windows ein Semikolon. Hier genau dasselbe, wieder Doppelpunkt unter Linux und Mac und so weiter und so fort. Und hier genauso. Also diese Doppelpunkte jeweils ersetzen. So, und hier wird es dann nochmal anders. Unter Linux und Mac habt ihr genau diesen Befehl hier. Unter Windows braucht ihr den Backslash, also den da, den hier hinten auf der rechten Seite seht ihr es, wenn ich es tippe. Den da, nicht den ich benutzt habe, weil Windows irgendwie alles andersrum macht. Okay, ja, und dann habt ihr noch den Befehl hier Combat Logic. Das ist quasi das, was ihr am Ende ausführen wollt. Hier befindet sich die Main drin. Also es ist quasi ein Java-Programm, was ihr ausführt. Und da befindet sich die Main drin. Das könnt ihr dann ausführen. Und dann öffnet sich der Partikel-Editor. Sieht so aus. Ich weiß, ihr habt nicht alles auf dem Bildschirm. Ich mache es deswegen gerade mal ein bisschen kleiner. Oder zumindest glaube ich, dass ihr nicht alles auf dem Bildschirm habt. So sollte es aber eigentlich bei euch drauf passen. Hier habt ihr schon ein Partikel, das ist das Default-Partikel. Hier könnt ihr gerne mal mit den Werten ein bisschen rumspielen. Die sind ziemlich cool. Einfach mal hier, keine Ahnung, zum Beispiel 10 eingeben. Und dann habt ihr schon was viel größeres. Ihr seht's. Und wenn ich jetzt wieder auf 1 gehe, habe ich wieder den Standardwert hier unten. Da unten brennt dann immer noch so ein bisschen was nach. Hier habt ihr die Farbe von dem, also hier oben könnt ihr die Hintergrundfarbe einstellen, zum Beispiel hier heller machen. Hier die Sättigung hochstellen und hier die Farbe verändern. Okay, jetzt sieht es echt hässlich aus. Machen wir lieber mal wieder so. Und hier unten habt ihr dann die Emitter, also das sind die generellen Eigenschaften, was hier so passieren soll. Und hier unten habt ihr jetzt die Eigenschaften von den einzelnen Emittern. So, jetzt muss ich das tatsächlich doch nochmal größer machen, sonst sieht man das nicht richtig. Hier unten sieht man einzelne Emitter. Hier könnt ihr so viele hinzufügen, wie ihr wollt, wenn ihr es groß genug machen würdet, weil hier leider keine Scrollbar in der Nähe ist. Keine Ahnung wieso. So sieht man es vielleicht. Ich kann hier so viele Emitter machen, wie ich möchte. Ich kann denen andere Farben geben, ich kann den Eigenschaften geben, wie ich möchte. Und dann kann ich jeden Emitter eben hier in diesem rechten Fenster konfigurieren. Ich mache jetzt mal nur einen Emitter. Ja, wir können ja mal anfangen, hier einfach mal das hier runterzusetzen. Dann sehen wir, dass ich plötzlich nicht mehr so viele Partikel auf einmal ausgebe. Keine Ahnung. Und hier können wir dann einstellen, wie lange die Dinger leben sollen. Also am Anfang sterben viele und dann leben plötzlich in der Mitte sehr, sehr viele und dann am Ende wird es wieder weniger. Das ist dann quasi so ein heller, dunkler Effekt und ja, so ein paar Sachen. Zum Beispiel hier unten noch die Farbe einstellen. Transparenz kann man einstellen. Hier sehen wir, plötzlich werden sie viel transparenter. Sieht irgendwie cool aus, wenn wir das so lassen. Okay, und ich bleibe jetzt mal einfach bei dieser wunderschönen Flamme. Ihr könnt natürlich hier auch noch mit den Farben rumspielen, dann habt ihr sozusagen Partikeleffekte ein bisschen anders. So, was dann wichtig ist, zum Glück ist der Button da, ist hier der Save-Effekt. Achso, hier unten habt ihr übrigens noch die verschiedenen Kombinationsmodi, aber die sind nicht so wichtig jetzt, glaube ich, für uns. Aber wir können es ja gerne mal umschreiben auf zum Beispiel Attached. Da sehen wir dann, dass es eher so nach Rauch aussieht. Das wäre zum Beispiel ganz gut, wenn ihr irgendwie sowas wie Wasser oder sowas abdampfen lassen wollt oder sowas. Einfach mal ein bisschen rumspielen. Was dabei rauskommt, ist, glaube ich, ziemlich interessant. Ja, kann man auch mehrere kombinieren, wie man sieht. Okay, und was wir hier jetzt haben wollen, ist additiv und dann ist es, glaube ich, ganz schick. So, und jetzt speichern wir das Ganze. Wir sehen hier im Assets-Folder, da wollen wir hin. Und hier wieder in den Data-Folder. Hier habe ich schon mal eins vorgefertigt, aber ich glaube, das überspeichere ich gerade mal. Particle.p, ihr könnt das Ding nennen, wie ihr wollt. Auch die Endung ist völlig wurscht. Und dann könnt ihr den Partikel-Editor wieder zumachen. So,
Und jetzt haben wir unser Partikel. Jetzt ist noch eine weitere Sache wichtig, und zwar, wenn wir in den Data-Ordner reingucken, dann haben wir hier particle.png. Das ist eine Datei, die ihr einfach selbst machen müsst. Hier ist dann wichtig, was ihr ungefähr haben wollt, also was zum Beispiel brennen soll. Hier habe ich sowas ähnliches wie eine Haifischflosse. Das war in dem Skelett dabei, das habe ich einfach mal rauskopiert. Aber ihr könnt hier jegliche, also das bestimmt quasi die Form. Das hier sind die Partikel, da steht quasi drin, wie das Ganze aussehen soll. Sieht übrigens so aus, könnt ihr gerne mal nachlesen, kann man auch selber programmieren. Und hier steht quasi drin, wo das Ganze brennen soll. Okay, und jetzt wollen wir das alles importieren sozusagen hier. Ups, das ist noch von mir, das sollt ihr noch nicht sehen. Ja, ich probiere die Sachen natürlich vorher alle mal aus, damit ich auch den Code perfekt zur Hand habe für euch. Gut, was wir hier erstmal brauchen, ist, wir brauchen natürlich hier den Effekt. Der ist hier auch noch drin, und zwar als Particle-Effekt. Könnt ihr einfach Effekt nennen, dann importieren natürlich nicht vergessen und New Particle Effekt. So, im Konstruktor, ich möchte es übrigens jetzt alles in die Klasse machen. Theoretisch würde ich das hier machen und bei der Create-Methode hier alles machen, aber ja, wir machen das jetzt hier drin. Keine Ahnung, ihr könnt eure Objektorientierung so machen, wie ihr es wollt. Irgendwie bei mir ist alles ein bisschen durcheinander, weil ich euch immer nur eine Sache auf einmal zeigen möchte und nicht mehr. Gut, und hier drin wollen wir jetzt den Effekt erstmal laden. Das machen wir, indem wir erstmal sagen Effekt.load. So, hier sind zwei Filehändler, die wir brauchen. Image Directory und Effekt File. So, die Effekt File, die nennt sich bei uns, oder die ist bei uns erstmal im Data-Ordner. Slash und dann nennt sich das Ding Particle, ich glaube Particle, schauen wir nochmal kurz nach, nicht, dass es falsch ist nachher, Particle.p, genau, so, und das Images Directory, das ist jetzt tatsächlich nur der Pfad zum Directory, wo wir hinwollen, der ist im Assets-Ordner unter Data. Okay, das ist jetzt das, was wir hier zum Laden brauchen. Jetzt haben wir hier immer noch einen Fehler, weil ich zu blöd war und gdx.files internal vergessen habe, weil ich ungefähr dumm bin. So, ich habe das irgendwie schon als gegeben vorausgesetzt jedes Mal, aber naja. Files.internal und den Pfad eingeben. Gut. So, und jetzt haben wir das Ganze eingespeichert. Jetzt können wir den Effekt starten schon. Vorsicht, wenn wir ihn starten, dann starten wir ihn noch nicht offiziell, sondern erst, wenn wir ihn zeichnen. Dann starten wir ihn offiziell. Beim Starten sagen wir, okay, der Effekt fängt jetzt an, so seine Flamme mal so auszufahren und dann, ja. Beim Starten ist einfach quasi der Start vom Effekt, der geht ja nicht unendlich lange, wir müssen ihn auch wieder wiederholen. Genau, deswegen sagen wir hier Start und dann sagen wir noch, wo er hin soll, Effekt.setPosition. Hier haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, ihr könnt auch die einzelnen Emitter ansprechen. Würde ich aber nicht machen, ich würde tatsächlich über den Effekt gehen, sonst habt ihr nachher den einen Effekt an der linken Stelle und den anderen Effekt an der rechten Stelle original noch oder sowas. Das ist ein bisschen unpraktisch. Deswegen geht über Effekt.setPosition. Das ist immer safe. Ups. Und wenn ihr mehr als einen Effekt braucht, dann würde ich euch auch empfehlen, mehr als einen Effekt als Datei zu speichern. Das ist deutlich angenehmer, wie wenn ihr über die einzelnen Emitter gehen müsst. Okay, auf 200 x 200. So, und jetzt hier unten habe ich mal die Kamera übrigens wieder rausgemacht. Ich fand die irgendwie nicht so passend für unser Game, wenn man halt einfach nicht gesehen hat, wie sich die Figur bewegt. Deswegen habe ich die mal auskommentiert. Okay, hier haben wir jetzt die Batch, also quasi von hier bis hier läuft das Drawing. Und hier rein schreiben wir jetzt einfach mal Effekt.draw. So, Sprite Batch. Naja, Sprite Batch wollen wir nicht unbedingt. Wir wollen eigentlich die Sprite Batch erstmal haben. Die finden wir unter gdxgame.batch. Und jetzt wollen wir natürlich noch den Effekt zeichnen. Und zwar zur richtigen Zeit. Also, wenn jetzt das Game schon, keine Ahnung, eine Minute oder sowas läuft, dann wollt ihr den Effekt nicht immer an der ersten Stelle zeichnen, sondern ihr wollt ihn an der Stelle zeichnen, wo das dann auch wirklich hinpasst. Deswegen brauchen wir hier den Float Delta hier oben. Genau. Und wenn der Effekt fertig abgespielt ist, dann soll er bitte wieder von vorne anfangen. Deswegen sagen wir hier Effekt.isComplete. Wenn das der Fall ist, dann fangen wir wieder von vorne an. Also sagen wir Effekt.reset. So. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was man zu diesen Partikeln mal wissen sollte. Jetzt gehen wir einfach her, starten das Ganze und warten, bis es da ist. Und starten, und hier unten sehen wir diese kleine Haifischflosse, die so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Jetzt.
auf jeden Fall. Hier unten sehen wir diese komische kleine Haifischflosse, die einfach so ein bisschen hin und her lodert. Und ihr habt auch gesehen, ich habe den Hintergrund mal ein bisschen dunkler gemacht, weil schwarz einfach schön ist. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Genau. Und ihr hört auch noch den Effekt, der läuft auch noch. Gut, sehr schön. Das war es eigentlich zu Effekten, beziehungsweise den Partikeleffekten hier. Spielt damit ein bisschen rum und baut euch eure eigenen Haifischflossen. Ja, und viel Spaß damit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.